Hi guys, today I will show you a tag, and what I do is I always make my own tags, and I can tell you can see here now how I cut um, the corners off, and that's the easiest way to do to have it equal on both sides. The way or the why I make my own tags is just because of the paper. I can choose the paper I need, and don't have to have so many different tags laying around. And of course, not only the type of paper, it is the size as well. I can cut up every or any size I need. And I have here this puncher, you call it puncher, yeah, to make this whole strengthener. Oh, I don't know what you call that, but you can see what I mean. And but I like to have a bit of this craft paper behind as well, so that's why I do it this way. I glue that together and then poke a hole in again and put it on. I really like to have this black and craft paper. I think that looks quite nice, so that's how I do it. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, wie ich meine Tags mache. Es ist, natürlich, du kriegst Tags zu kaufen und fertig, aber das Problem ist immer, dass ich natürlich auch verschiedene Papiere möchte. Hier zum Beispiel, das ist ein Aquarellpapier und eben, es gibt Mixed Media, Kraftpapier, was auch immer. Und die alle liegen zu haben und vor allen Dingen verschiedene Größen auch. Ich kann die Größe hier selber bestimmen und eben so 100.000 Tags rumliegen zu haben, finde ich eigentlich verschwenderisch. Und eben meistens sind die ja doch immer nur aus diesem einen Material und das gefällt mir nicht. Und darum mache ich mir die immer selber. Ihr habt gesehen, die Ecken, ich schneide eine Ecke ab, lege das dann seitenverkehrt drüber und das ist dann mein Maß für die andere Seite und dann kann nichts schief gehen. Dann hast du auf beiden Seiten die gleiche Menge abgeschnitten und diese Lochverstärkung, da habe ich den Puncher, da habe ich ewig lange nachgesucht mal. Ich weiß gar nicht mehr. We Are Memory Keepers ist das, glaube ich. Die sind nicht billig, aber es lohnt sich. Ich meine, ich mache meine Tags immer selber und ich benutze die relativ häufig hier, diesen Puncher. Da hat es sich schon gelohnt. Und das puncht eben durch ganz viel Material, auch eben dickeres, was viele dieser Papierpuncher nicht machen. So, und dann bin ich schon fertig. Ich mache mir meistens so in dunkelschwarz und dann auch mit dem Kraftpapier, habt ihr gesehen, das nehme ich dann nochmal extra dahinter. Ich finde das so doppelt einfach sehr schön. Und dann kann es schon losgehen. You know, I'm working here on watercolor paper and I wanted to use a bit of my book page here. This is my go-to book page, quite like that. It has this really thick and heavy paper. It's a bit like watercolor paper. It acts a bit like watercolor paper. That's why I glued it here. Only on the reverse, made sure that the glue was stayed only on the reverse, that the front still soaks up water and the paint. When you have glue or a medium on top, like glue or so, that of course will seal the paper and you won't be able to work on top with watercolors, and that's why I did it in this way. And now I use watercolors and wet the paper, sprayed it, put colors on just the way I like it, just playing around, put colors on, dab it off again, use more color and so on and so on. Habt ihr gesehen, ich habe hier das Stückchen von der Buchseite draufgeklebt. Das ist ja mein altes Buch, das ich habe mit diesem sehr, sehr schweren Papier, das sich so verhält wie Aquarellpapier. Und um sicherzustellen, dass dass auf die Vorderseite kein Kleber kommt, habe ich eben den Stift benutzt und wirklich
dafür gesorgt, dass es nur auf der Rückseite ist, weil ich die Vorderseite natürlich wie Aquarellpapier benutzen wollte. Und wenn du irgendein Medium dann drauf hast, das versiegelt das und dann kann man da nicht mehr so schön mit Aquarellfarbe drauf arbeiten. Das war der Grund. Und dann habe ich angefangen, nass gemacht, verschiedene Farben benutzt, einfach rumgespielt. Jetzt gar kein spezielles Ziel verfolgt, einfach nur Farbe draufkriegen und in Grün, ich wollte in Grün bleiben, hauptsächlich, und habe dann aber jetzt hier noch so ein ganz kleines bisschen Rot dazu gegeben. You know, I just wanted to basically stay with greens, but then I thought a tiny bit of red would look nice, and that's what I did. So, bit of stamping here with my go-to script stamp, and then I start with my embellishment, and I use some stamps here. That's a stamp you can build stuff together. You have these pots and then different flowers you can stamp, and that's what I do. I'm using my stamps far too little, you know, and that's why I thought I need to have something stamped, and what I actually wanted to do, I wanted to use something up. Stickers I have since ages, since 10 years or so, and I thought I wanted to use them on this tag in a very loose way, but then I got carried away, did more than I planned to do, the typical thing. So, but that doesn't matter. So you will see later what kind of stickers I used here after I stamped it. Of course, I colorized it with watercolor, and of course stamped it on watercolor paper, and colorized here with watercolor paper. And I'm using mainly purple because it's the with green. It's the complementary color, and I really like the contrast, so that's why I use here purple. And colorize it before, and then I start to cut it out. So, ich habe dann jetzt hier, nachdem ich das Rot reingegeben habe, noch ein bisschen gestempelt, und zwar mit meinem Go-To-Schriftenstempel, und habe dann angefangen mit der Verzierung. Und zwar, ich stempel ja so wenig, brauche meine Stempel ja kaum noch, und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch jetzt mal was ändern und mal wieder Stempel benutzen, und habe ich diese Kollektion von Töpfen und Pflanzen, die kann man so zusammenstellen, wie man mag. Habe das gestempelt und dann auch auf Aquarellpapier gestempelt und dann halt auch schön koloriert mit Aquarellfarbe. Habe mich explizit hier auch für Lila entschieden, weil es die Komplementärfarbe von Grün ist, und ich finde diese Kontraste halt immer sehr schön. Darum habe ich mich dafür entschieden. So, erst gestempelt, dann koloriert, und nachdem das trocken ist, wie ihr seht, jetzt ausgeschnitten. Und das werde ich mit Distanz-Klebepads dann so in einer Reihe kleben. Und hier ordne ich das erst noch an, gucke, wie es mir am besten gefällt. Ja, klebe das dann auch so auf in Clustern, auf der einen Seite 3, auf der anderen Seite 2. Jetzt erst noch die Ränder schön geschwärzt, dass es eben mehr Tiefe gibt, dass man das Weiß nicht mehr sieht. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Kleben. You know, after everything was dry, I cut it out. And here I edge, or I go over with black over the edge to get rid of the white. It gives far more depth with this method. And what I do now, I glue it down in the line, so in these clusters, you know, on one side 3, on the other side 2, and I glue them on top of each other. Okay, 2 of them I glue directly to the tag, and the other one get this distance pads, and will go on top of each other, so that's that you get this dimensional look. Not only the look, it is a dimensional actually. After I glued it down, that's actually the stickers I talked about before I wanted to use up, and I will use a few things and glue it on top. This plants here, this cactus, and the other one I will use, and one of the word stickers. Okay, so I didn't, or the heart as well, of course. I didn't use up a lot of the stickers, but a few. It was semi-successful. So ich hatte ja
wollte eigentlich auch so diese Sticker hier verbrauchen, weil die habe ich schon seit 10 Jahren hier rumliegen. Und wegschmeißen, ich meine, ist jetzt nicht so mein Ding, aber wegschmeißen wollte ich sie auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einen Tag und dann kommen die drauf. Geplant war es ganz anders, so typisch me, so typisch ich halt. Wenn ich einmal anfange, dann kann ich ja immer nicht aufhören. Hab dann aber hier die 2 Kakteen ausgeschnitten mit drauf und das Herz und dann nehme ich ein Wort, das benutze ich noch. Das kommt auch noch drauf. Naja, es war so halbwegs, ja, erfolgreich, meine Sachen zu verbrauchen. Aber immerhin, ja. Dann habe ich nochmal drauf geguckt und habe mir gedacht, das sieht jetzt noch nicht, oder das ist noch nicht kontrastig genug. Deswegen habe ich hier nochmal mein Lila ausgepackt, bin nochmal drüber gegangen, weil wenn Aquarellfarbe trocknet, dann wird es heller. Das wird noch viel heller, da muss man immer dran denken. Aber da kann man ja immer noch mal eine Schicht drauf machen, das ist ja kein Problem. Arbeite hier auch noch mit ein bisschen Grün, dunkel das nach und schattiere dann auch noch um die Pötte herum danach. Ja, einfach auch, um da noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, obwohl die ja 3D-technisch aufgebracht sind oder aufgeklebt sind. Trotzdem noch ein bisschen Schattierung hier und da. You know, when I had that glue down, I had a look at it and I thought, the purple is not really dark enough because it's watercolor. And watercolor is dry, it gets much lighter. That's what you have to consider. And I wanted to have it darker, so I took my purple out again and another layer on it, and with the greens as well, just to get a bit of more depth on it. And under the pots I put a bit more shading down. Okay, it's glued on 3D, but the more dimension the better. That's what I always say. So now I had to decide which word, and I go for the hello. The other one was far too big and was a bit too, no, I'm not far too big. Come on, go, leave it there. Don't use it. I'm using hello, that's for sure. And then I have this half pearl things, and I thought color is perfect, just go for that. And then of course I thought a few greens would be nice, and I go for some greens, and yeah, but that's it then. Ich habe dann hier diese Halbperlendinger noch, die habe ich auch ewige Zeit. Dann habe ich mir gedacht, komm, machst du die in diesem Rosa drauf, um auf die Farbe nochmal aufzugreifen. Aber dann konnte ich wieder nicht aufhören, dann noch ein paar Grüne und so weiter. Hier bearbeite ich jetzt noch die Kanten mit dem Tombow, das ist ja auch Wasser, Aquarellfarbe, einfach in Stiftform, die ich hier noch aufbringe, einfach um die Ecken, wo die Farbe eben am intensivsten ist, noch zu verstärken. You know, I use here the Tombow just to intensify the edges where the watercolor was. So, and that's it. That's the close-up. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, and please still be careful, stay healthy, and never forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte bleibt weiterhin aufmerksam und vorsichtig. Bleibt alle gesund und vergesst niemals, immer kreativ zu sein. Also bis dann, macht's gut, tschüssi.